Tag 2, Tag 3, Tag 4, Tag 5, Tag 7, Tag 8, Tag 9, Tag 10, Tag 11, Tag 12, Tag 13, Tag 14 ist Tag 15 in Kirgisistan. Wir befinden uns mittlerweile am Flughafen Wien. In einer Dreiviertelstunde geht unser Flug. Willkommen in Moskau. So, wir sind erfolgreich in Bischkek gelandet. There we go. Das Hostel, das wir gebucht haben, gibt es nicht mehr. Und jetzt haben wir ein anderes Hostel im Auge. Wenn wir schauen, ob wir da hinfinden. 20 Minuten jetzt. Wir sind mittlerweile im Hostel Friends. Es gibt nur im Moment einen Stromausfall, deswegen können wir noch nicht einchecken. Aber sonst alles tipptopp. Es gibt einen Stromausfall? Ja, hat sie gesagt. Leiwand. So, das ist unsere Crib für heute. Dieses schöne Hostel. Tag 2, Kirgisistan. Wir sind mittlerweile bei der Busstation. Bei der zweiten Busstation schon. Wir haben schon alle abgeklappert. Und stehen jetzt vor dem Bus nach Kegeti, der uns hoffentlich dorthin bringen wird. Es gibt noch keinen Busfahrer. Wir sind erfolgreich in Kegeti angekommen und jetzt gehen wir auf den Berg. Wir sind in den Regen geraten und haben schnell unser Zelt aufgebaut, um hier ein trockenes Lager zu haben. Und es hat halbwegs funktioniert. Hat halbwegs funktioniert, das ist relativ trocken. Wir sind relativ. Naja, das Lager ist trocken, unsere Sachen nicht so. Ja, das geht. Jetzt gibt es unser Abendessen, Speck mit Polenta. Sehr gut. Nom, nom, nom. Tag 3 in Kirgisistan. Wir hatten eine relativ verregnete Nacht, haben sie aber den Umständen entsprechend überstanden. Und heute geht es da hinauf zum Koltor. Das war schon wieder viel zu lang. Nach einem kurzen Aufstieg haben wir es zu diesem unglaublich blauen See geschafft. Unglaublich blau. Wahnsinn. Dieser See ist so blau, das ist unglaublich, dass er sogar so bis zum Rand wahnsinnig blau ist. Ich habe das Gefühl, dass wenn man in eine Flasche Wasser aus dem See gibt, dass es dann drinnen auch noch blau ist. Wahnsinn. Gags. Unglaublich schöner See. Erneut ins Zelt flüchten vor lauter Regen, aber wir haben das Schlimmste vermieden, weil wir es genau rechtzeitig und sehr schnell und auch halbwegs gut aufgebaut haben. Und bei einem sehr schönen Zeltplatz. Und jetzt sind wir im Trockenen.
Tag 4 in Kirgisistan. Wir sind am Abstieg und dieses wunderschöne Tal liegt vor uns. Anscheinend steht auf diesem Schild Quarantäne. Wir fragen uns gerade, ob dieses Gebiet nicht vielleicht ein Quarantänegebiet war oder ist. Wir werden sehen. Wir sind mittlerweile in Tokmok, wurden von dem sehr freundlichen Russen Alex und seiner Frau Nadja oder so? Nadja mitgenommen. Direkt eigentlich aus Kegeti. Und jetzt schauen wir, dass wir den Bus nach Karakol finden. Wir sind mittlerweile im Bus nach Karakol. Halt mal die Kamera ruhig. Kurzer Halt auf der Raststation. Mittlerweile in einer komplett anderen Landschaft. Das ist unser Autobus. Fünfeinhalb Stunden später sind wir in Karakol angekommen. Und jetzt am Weg zu unserer Unterkunft. Wir sind angekommen im Madanur Hotel. Wie schaut so aus? Nettes Hotel. Tag 5 in Kirgisistan. Unsere Vermutung hat sich bestätigt, dass in dem Hotel sonst niemand ist außer uns. Mein Bart ist auch schon gewachsen. Sehe ich gerade. Aber es gibt ein sehr ausführliches Frühstück. Wir haben gerade dieses mysteriöse Pulver entdeckt. Es ist weder Zucker noch Salz. Was glaubst du, ist es? Glutamat. Wir haben eine neue Vermutung. Wir glauben, es ist Kaffeeweißer. Nicht zuletzt, weil es neben dem Kaffee Instant Kaffee steht. Mystery solved. Wir sind mittlerweile in Karakol Valley angekommen. Nach heldenhaftem Autofahren von Kudrat. Und das Wetter ist eher so, naja, aber wir freuen uns schon auf den Allercool. Wir konnten auf der unteren Straße nicht weitergehen, deswegen mussten wir hier auf einen parallelen Pfad ausweichen, der ein bisschen ein steilerer Wanderweg ist, aber im Moment alles noch sehr gut. An irgendeinem Punkt müssen wir diesen reißenden Strom hier unten überqueren, aber wir sind zuversichtlich. Nachdem der Weg hier offensichtlich nicht weiterführt, begeben wir uns wieder hinunter. Hier geht es hinunter. Wir sind wieder unten am Fluss. Die Kirgisen, die uns Auskunft gegeben hatten, dass die Straße nicht weitergeht, hatten offensichtlich recht, weil sie hatten sich wirklich ziemlich aufgelöst. Und jetzt gehen wir da nach vorne weiter. Wir sind jetzt in diesem wunderschönen Tal angekommen und haben noch weniger Kilometer bis zu dem Punkt, wo wir voraussichtlich campieren werden. Hiermit hat sich die Frage der Flussüberquerung gelöst und jetzt suchen wir einen geeigneten Zeltplatz für heute. Wir haben wieder umgedreht, sind wieder auf der vorherigen Seite des Flusses angekommen, bei diesem Zeltplatz. Nach einer Wanderung durch den mystischen Finnwald. Und werden jetzt auf dieser Seite schauen, ob wir einen schönen Platz finden. Sehr, sehr schön hier.
Wir haben unser Lager aufgeschlagen und morgen geht es da hinauf zum Alakul-See. Guten Morgen, es ist kurz vor 6. Wir sind offensichtlich die Ersten, die das Lager verlassen, haben gerade gefrühstückt und das Zelt abgebaut und starten jetzt hinauf zum Alakul-See. Es ist strahlender Himmel. Sehr, sehr schönes Wetter. Erstes Mal eigentlich, oder? Ja. Circa 4 Stunden und 1000 Höhenmeter später sind wir am Alakul angekommen, der wirklich unglaublich schön ist. Es ist eine Freude, hier am Ufer zu sitzen. Haben wir rumgefallen? Pass auf 3900, wahrscheinlich am höchsten Punkt unserer gesamten Reise. Es ist wahnsinnig schön hier. Mittlerweile sind wir schon im Abstieg und dieses wunderschöne Tal liegt vor uns und da werden wir mit Sicherheit einen Zeltplatz finden. Da oben waren wir. Guten Morgen, Tag 7 in Kirgisistan. Wir befinden uns am Talausgang des Keldike-Tals und kurz vor Altin Arasan und werden heute noch die Gegend hier ein bisschen weiter erforschen. Zeig mal unser schönes Camp her. Schön versteckt unterm Baum auf Nadelhölzern und wir haben sehr gut geschlafen. Obwohl wir gestern sehr erschöpft waren. Ja, obwohl wir gestern 12 Stunden oder so gegangen sind. Wir sind angekommen in Altin Arasan. Man sieht hier die Karte bzw. das Dorf und angeblich gibt es hier etwas weiter Wild Hot Springs, Thermalquellen. Hallo. Wir haben jetzt die Suche nach den Hot Springs vertagt, sind ein kleines Seitental hinaufgegangen und werden uns mal das hier anschauen, wie es hier so ausschaut. So, man glaubt es kaum, aber vor 10 Minuten hat es gehagelt. Jetzt ist wieder strahlender Sonnenschein und wir haben diese sehr schöne Weide angeschaut und werden jetzt uns wieder hier hinunter begeben. 5 Minuten später und es regnet wieder. Es wird einem bei dem Wetter nie fad. Und es hagelt auch schon wieder. Wir haben die Hot Springs gefunden. Sehr schöner Ausblick. Und das Schöne ist, man liegt hier in der heißen Quelle und direkt einen Blick hinüber, der tosende Arasan. Die Thermalquellen waren ein voller Erfolg. Wir befinden uns jetzt auf dieser wunderschönen Blumenwiese und werden jetzt noch ein Stückchen hinaus Richtung Aksu wandern, um dann einen Zeltplatz zu finden. Es ist 20 vor 7. Wir haben einen Zeltplatz gefunden. Jetzt werden wir bald was zum Essen kochen. Guten Morgen.
Tag 8 in Kirgisistan. Wir befinden uns am Talausgang des Arashan-Tals, kurz vor Aksu. Und es ist wunderschönes, sonniges Wetter. Wir sind in Aksu, haben mittlerweile mit dem Taxifahrer Kudrat telefoniert, der uns nämlich noch 300 oder 400 Som schuldet, weil er uns bei der letzten Fahrt nicht rausgeben konnte. Und der will uns jetzt hier abholen und nach Karakol bringen. Das ist ein Top-Platz hier. Wir sitzen vor so einem kleinen Laden, wo die alten Leute sitzen und plaudern. Die ganze Zeit fahren Autos vorbei, es ist urstaubig, aber wir haben Cola. Wir haben Cola. Wir lassen es uns gut gehen. Wir haben uns jetzt entschieden, an den Isyk-Kul-See zu fahren und sitzen im Bus nach Tamga. Gute Fahrt. Gute Fahrt wünschen wir uns. Eineinhalb Stunden später sind wir in Tamga angekommen. Es ist immer noch sehr heiß. Und wir gehen jetzt zum Flugzeug. Und wir sehen dort vorne ist ein Flugzeug, das müssen wir uns unbedingt anschauen. Wir sind angekommen in einem Apartment in Tamga und schauen uns gerade an der Wand die unterschiedlichen Bilder von Kirgisistan an. Und zum Beispiel hier auf diesem Stein waren wir schon. Sind wir gesessen und haben Am Alakul. Ja, sehr, sehr schön ist es hier. So, wir befinden uns jetzt am Isyk-Kul auf diesem wunderschönen, oder an diesem wunderschönen See, der fast ausschaut wie ein Meer. Und wir werden jetzt einen Sprung hineinwagen. Also wir stehen im Isyk-Kul und hinter uns dieser Strand und diese unglaublich schönen Berge. Ein Traum. So, es ist Dienstag, Tag 9 in Kirgisistan. Wir haben uns entschieden, noch einen weiteren Tag hier in Tamga am Isyk-Kul-See zu verbringen. Nicht zuletzt, weil dieses Gasthaus wirklich ganz wunderschön ist und wir noch einen Tag Zeit vor unserer nächsten Tour, vor unserer nächsten Wanderung zum Songkhol haben. So, wir machen jetzt einen kleinen Spaziergang hinunter zum Isyk-Kul. Guten Morgen, Tag 10 in Kirgisistan, uhrzeitmäßig kurz vor 7. Wir warten auf den Bus, der von dort kommen sollte, Richtung Balici, um dann nach Narin zu wechseln. Und ja, that's it. Wir machen gerade einen Zwischenstopp in Kochkor und haben gerade ein sehr frisches Brot gekauft, das köstlich ausschaut und köstlich schmeckt. Wir sind mittlerweile in Narin. Wir werden jetzt dann gleich von Mr. Kubat zu unserem Apartment geführt. Wir haben übrigens 7 Stunden für diese Reise gebraucht und mussten mehrmals das Sammeltaxi wechseln. Aber wir haben es geschafft. Und es ist sehr schön. Diese Stadt ist umgeben von verschiedensten Hügeln und Bergen. Zum Beispiel hier im Hintergrund ich glaube Sandstein. Hier im Hintergrund grün. Und ein bisschen weiter hinten, dort hinten, Schnee auf den Bergen. So, wir sind angekommen im Appartamento. Ein Bett, ein Fernseher und noch ein Bett.
einen Balkon, ein weiteres Zimmer, ebenso mit einem Bett. So schaut's aus. Es ist kurz nach 8, Tag 11 in Kirgisistan und wir sind gerade noch in Narin und am Weg zum großen Songkhol-See, dem zweitgrößten Bergsee der Welt angeblich. Wusste ich nicht. Ja, Jetzt schon. wir haben eine mehrstündige Fahrt vor uns über einen sehr hohen Pass und viele schöne Berge. Wir sind am Songkhol angekommen, auf 3000 Metern. Es ist sehr schön hier, leicht regnerisch und alles voller Edelweiß. Es ist 4 Uhr nachmittags. Wir haben unseren Schlafplatz für heute erreicht, nämlich diese schöne Jurte. Und so schaut sie von innen aus. Sehr schön, mit 2 Schwänen. Tag 12 in Kirgisistan, es ist kurz nach 8 und werden jetzt diesen Berg da drüben besteigen. Wir sind auf 3500 Metern, ungefähr 500 Höhenmeter über dem Songkhol und es ist unglaublich schön hier. Windig, aber traumhafte Landschaft. Wir sind angekommen in der nächsten Jurte und sie ist sehr, sehr schön. Ich finde sie auch sehr schön. Das Dach ist noch offen. 40 Jahre kirgisische Sowjetrepublik. Die Jurte von unseren Gastgebern. Guten Morgen. Es ist kurz nach 7, Tag 13 in Kirgisistan. Wir lassen das Jurtenlager hinter uns und machen einen kleinen Aufstieg zu einem Pass, der dort hinten liegt, um dann nach Kisat zu kommen. Okay, wir befinden uns jetzt am Pass auf 3400 Meter. Hinter uns der Songkhol und vor uns dieses ausgesprochen schöne Tal. Ja, und jetzt haben wir ungefähr 1000 Höhenmeter bergab vor uns. Aber das ist kein Problem, weil wir haben jeweils einen Viertel-Liter isotonisches Getränk, eine halbe Gurke, einen Jump Schokoriegel und einen Obstriegel gegessen. Hier ist Kisat, wo wir heute hingehen. Es ist kurz nach 5. Wir haben unseren heutigen Lagerplatz gefunden. Einen Hügel kurz außerhalb von Kisat. Und wir werden morgen versuchen, möglichst früh in der Früh das Sammeltaxi nach Bischkek zu bekommen. Marschrutka. Und das ist unser Ausblick von hier oben. Die Ortschaft Kisat. Hier hinten
unter diesem Gebirgszug der Songkhol und zu unserer Rechten diese sehr schöne Ebene. Guten Morgen, es ist kurz vor 8, Tag 14 in Kirgisistan, etwas außerhalb von Kisar. Vermuten, dass an dieser Stelle der Bus hält, entweder direkt nach Bishkek oder zumindest nach Kochgor. Gegenüber von mir sieht man den Hügel, auf dem wir heute übernachtet haben. Ja, that's it. So, es ist Punkt 13 Uhr. Wir sind in Bishkek angekommen und werden jetzt mal Richtung Osh-Bazar schauen. Es hat übrigens mindestens gefühlte 35 Grad, 60. So, wir haben jetzt in einem super Hostel eingecheckt. Sehr familiär, sehr nett. Und jetzt werden wir was essen gehen, ins Café Arsu. Guten Morgen, es ist Tag 15 in Kirgisistan, unser letzter Tag. Wir werden jetzt die Innenstadt erkunden und dann nochmal zum Osh-Bazar schauen. Wir werden jetzt ins Café Faiza schauen, welches uns zwei unterschiedliche Kirgisen an unterschiedlichen Orten in Kirgisistan Und eine ganze Gruppe an Verkäufern im Osh-Bazar alle empfohlen haben. Und das heißt, es kann nur gut sein. Und ja, jetzt werden wir ein Sammeltaxi dorthin nehmen. (20 nach 9). Wir haben sehr schnell und sehr gut im Café Faiza gegessen. Es gab nur noch eine Speise auf dem Menü, nämlich Böf Stroganoff. Aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung für Bishkek. Guten Morgen, es ist 10 vor 4, wir befinden uns bereits im Taxi zum Flughafen. Wir haben eingecheckt, unsere Rucksäcke abgegeben. Jetzt haben wir noch eine gute Stunde bis zum Boarding. Die freundliche Gastgeberin vom Hostel hat uns ein Jausenpaket mit pro Person einer Brotscheibe und 2 hartgekochten Eiern gegeben. Und eine Gurke insgesamt. Ich korrigiere, es sind 2 Gurken. Welcome to Moscow. Hello Vienna! In den Videos, wo ich so nicht rede, sondern so filme, sage ich immer so, wow, schau wie schön das ist. Was für ein Traum. Wie schön. Hier Pferde. Da hinauf, dort hinauf, dort hinauf. In Tokmok. Tokmok. Diesen wunderschönen Blick vor uns. Wir sind jetzt in diesem wunderschönen Tal. Diese schöne Blumenwiese. So geil. Hi. Sehr, sehr schön. Sehr meist. Lecker.